Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm auch die Zeit, in der unser Immunsystem besonders gefordert wird. Deshalb starten wir heute eine kleine Herbstreihe mit dem Titel Immunsystem stärken, natürliche Rezepte für mehr Abwehrkraft und Energie. Und den Anfang macht ein Wildkräuterpesto unter anderem mit Kapuzinerkresse und mit Brennnesselsamen. Wenn du neu bist, lass ein Abo da, dann kommen wir hier auch gut durch den Herbst. Grüß Gott, ich bin Daniel von Bunt und Pur. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei diesem neuen Video. Ja, noch ist Spätsommer, Anfang September, ist noch einigermaßen warm, aber ich habe heute auch schon das erste Laub im Garten zusammengekehrt. Der Herbst steht also vor der Tür. Erntezeit, schöne Zeit. Ich selber bin im goldenen Oktober geboren, der kommt ja auch noch. Aber in dieser Übergangszeit kann es uns halt auch schon mal erwischen, wenn es dann kälter und nasser wird. Präventiv, also noch rechtzeitig, haben wir uns daher eine kurze Herbstreihe ausgedacht mit dem Titel Immunsystem stärken. Und los geht's heute mit einem Pesto, das mehr als nur ein Brotaufstrich oder eine Pastasoße ist. Es vereint nämlich Würze, Kraft und Gesundheit mit Zutaten direkt aus der Natur, scharf und antibakteriell durch die Kapuzinerkresse, nussig und stärkend durch die Brennnesselsamen und so vielseitig, dass du es in der Küche ständig verwenden kannst. Ein echtes Immunpesto also, einfach gemacht, voller Geschmack und mit einer Wirkung, die du sofort spürst. Ja Freunde, Hand aufs Herz, wer kennt es nicht, gerade zum Herbst steigen die Infekte, die Kollegen im Büro husten, die Kinder bringen Erkältung aus der Schule mit, dazu noch eigener Stress, voller Terminkalender, vielleicht auch mal schlechter Schlaf und schon ist das Immunsystem geschwächt. Und dabei ist das auch kein Randproblem. Jeden Erwachsenen in Deutschland erwischt es im Schnitt 2 bis 4 Mal im Jahr mit einer Erkältung, Kinder sogar noch viel häufiger und über 40% aller Krankmeldungen hängen direkt oder indirekt mit Infekten und geschwächtem Immunsystem zusammen. Die gute Nachricht, die Natur hat genau für diese Zeit ihre Schätze parat. Und einen dieser Schätze packen wir heute ins Glas in Form eines Pestos. Es ist schnell gemacht, voll mit Vitalstoffen, antibakteriell, stärkend und dabei so lecker, dass du es auch ohne Erkältung gerne essen wirst, versprochen. Schauen wir uns aber mal an, was genau drin steckt. Fangen wir an mit der Kapuzinerkresse, die Hauptzutat. Eine unglaublich dankbare, vielseitige Pflanze, wächst die ganze Saison über sowohl Blätter als auch Blüten. Jetzt noch frische Blüten gekommen und ja, für verschiedene Anwendungen auch. Aber heute konzentrieren wir uns ja hier auf das Pesto. Bei der Kapuzinerkresse könnt ihr Blätter und Blüten nutzen. Speziell in den Blättern und den Samen habt ihr die Senfölglykoside, die wirken wie ein natürliches Antibiotikum, hilft bei Atemwegs- und Harnwegsinfektionen und bringt dazu natürlich geschmacklich eine pfeffrig-scharfe Note ins Pesto. Dann haben wir die Brennnesselsamen, die sind ein echtes Kraftpaket, reich an Eiweiß, an Eisen, Magnesium und Zink. Sie stärken die Nerven, geben Energie und wirken aufbauend, perfekt für den Herbst, wenn die Kräfte nachlassen. Dann haben wir noch Basilikum mit in das Pesto gemacht. Das enthält ätherische Öle, unter anderem Linalol und Eugenol und die wirken wiederum beruhigend auf den Magen, aber auch antibakteriell und entzündungshemmend, passt also auch sehr gut in unser Konzept hier. Dann haben wir Walnüsse mit im Pesto. Die bringen gesunde Omega-3-Fettsäuren mit sich, sind gut fürs Herz und unterstützen die Wirkung der Brennnesselsamen. Dann haben wir noch frischen Knoblauch mit im Pesto, wirkt ebenfalls antibakteriell und antiviral, verstärkt also den Abwehreffekt und gibt Tiefe im Geschmack. Dann haben wir noch Zitrone mit drin, sowohl Saft als auch Zeste. Zitrone ist natürlich einfach eine Vitamin C-Bombe, die das Immunsystem stärkt, wirkt antioxidativ und entzündungshemmend, passt also perfekt ins Konzept, da es die Abwehrkraft ergänzt und gleichzeitig die Geschmackslinie, ich sag mal, frisch und lebendig mitbringt. Dann haben wir unter anderem als Parmesanersatz Hefeflocken mit dem Pesto. Diese sind reich an B-Vitamin, die sind gut für die Nerven und den Energiestoffwechsel und enthalten darüber hinaus auch noch viel Eiweiß und Mineralstoffe. Wirkt immununterstützend, weil B-Vitamine Stressresistenz und das Nervensystem stärken, passen also damit gut ins Konzept, da sie den Energie- und Nervenkraftaspekt der Brennnesselsamen und der Walnüsse ergänzen. Zusätzlich als Parmesanersatz kann man auch sehr gut gemahlene Mandeln nehmen. Das haben wir hier also anteilmäßig auch gemacht. Diese sind reich an Vitamin E, wirken also antioxidativ und schützen die Zellen. Sie haben auch noch Magnesium und Calcium, was gut für die Nerven, gut für Knochen und für Muskeln ist.
und unterstützen auch das Herz-Kreislauf-System. Sie wirken darüber hinaus auch noch sättigend und sind energiereich. Das kann ganz gut ins Konzept integriert werden hier, da es die Kraftkomponente stärkt, also ähnlich wie Walnüsse, denn wir haben ja hier verschiedene Komponenten mit drin, also im Grunde eine Energie- und Nervennahrung. Dazu dann am Ende noch gutes Olivenöl als Träger und als Schutz, denn Olivenöl hat ja fettlösliche Wirkstoffe und wirkt zusätzlich noch für die Herzgesundheit. Ziehen wir mal einen Strich drunter, ziehen wir mal ein Fazit. Unser Pesto vereint also vor allem zwei Dinge mit diesen Zutaten, und zwar Abwehr und Kraft. Kapuzinerkresse, Knoblauch, Basilikum und Zitrone schützen dich vor Infekten. Dann haben wir Brennnesselsamen, Walnüsse, Mandeln und Hefeflocken geben dir Energie, Nervenstärke und Vitalstoffe. Und das Ganze soll natürlich am Ende vor allem auch fantastisch schmecken. Egal ob jetzt zu Pasta, als Soße, auf Brot, als Brotaufstrich oder als Dip zum Ofengemüse. Das nur vorab. Im nächsten Video geht es in dieser Herbstreihe Immunsystem stärken weiter mit der Würze der Abwehr. Das ist ein Heilessig mit Holunder, Thymian und Salbei, also einem natürlichen Schutzschild für die Erkältungszeit. Jetzt nehmen wir dich aber mit zum Sammeln und zur anschließenden Zubereitung des Pestos. Und dabei wünsche ich dir wie immer viel Spaß. So, da sind wir jetzt im Garten Eden und dann wollen wir uns erstmal den Brennnesselsamen widmen. Die sind hier noch in Ordnung. Hier sieht man auch schon welche, die ein bisschen dunkler werden. Ja, und Anja hat eine ganz spannende Technik, Genau, das Ganze zu ernten. Soll ich es ein bisschen festhalten? wenn du das kannst. Ich kann das. Und zwar pflückt ihr die einfach so in Bündeln, sag ich mal, ab. Genau. Gebt die in so ein recht, Ich habe hier so eine Schale mit so einem Sieb drüber. recht engmaschig, ne? Ja, Aber so, dass die durchpassen. Und dann reibt ihr einfach so über diese Bündel drüber. Und dann lösen sich die einzelnen Samen von dem, wie sagt man, Träger. Oder hast du dafür irgendein schönes ostdeutsches Wort? vom Gestrüpp. Vom Gestrüpp, ja, das ist gut. Wie hieß das heute noch? Eine enge Durchfahrt oder so? Wie hieß das? Eine kleine Schlippe. Eine kleine Schlippe. Verstehe. So, und dann fallen die Samen auch schon rein. Genau, wir brauchen ungefähr 2, 3, 4 Esslöffel. Ja, ne? wir haben gesagt, so, wir machen so 4, ja, wir machen vielleicht doch so 500 Gramm oder 500 Milliliter. Und deswegen nehmen wir jetzt ein bisschen mehr. Eigentlich wären es 2 bis 3 Esslöffel gewesen für 250 Milliliter Pesto oder Gramm Pesto. Und jetzt machen wir dann halt 4 bis 6. Da würde ich sagen, haben wir doch genug gesammelt. Meinst du? Ja, das Ja, dürfte ne? reichen. Das dürfte auf jeden Fall reichen. Ja, dann gehen wir als nächstes mal zu der Kapuzinerkresse. So, Anja hat schon angefangen. Für 500 Milliliter oder Gramm Pesto benötigen wir 4 Hände voll Blätter und 10 bis 12 von diesen wunderschönen Blüten. Ich denke, die Stiele werden wir nachher noch ein bisschen abschneiden. Mhm. Wie viele Blüten? 10 bis 12.
So, wir denken mal, dass das auf jeden Fall reicht und passt. Und dann sehen wir uns in der Küche wieder. Da sind wir in unserer Outdoor-Küche angelangt. Anja, wie legen wir los? Ich denke, wir fangen erstmal mit dem Brennnesselsamen an. Mhm. Genau, da waren ja 4 bis 6 Esslöffel. Füllen das alles in die Küchenmaschine. Passt genau. Naja, wie immer. Und dann werden wir Kapuzinerkresse uns vornehmen. Mhm. Genau, da zupfe ich einfach die Stängelchen ab. Gleichzeitig kann man auch noch mal auf der Rückseite schauen, ob da irgendwie ein Ungeziefer ist. Blattläuse lieben ja gerne die Kapuzinerkresse. Nicht nur die Blattläuse. Ja. Wir können natürlich auch ein paar Stängelchen mit reinmachen. Schadet nicht. Ne? Schadet nicht. Das waren dann 4 Hände. 4 Hände voll, ne? Mhm. Und schon mal ein bisschen angemixt. Und passt noch ein bisschen mehr Ja, rein. ein bisschen Platz zu gewinnen. Boah, das duftet schon sehr intensiv. Mhm. Als nächstes kommen 10 bis 12 Blüten der Kapuzinerkresse mit ins Pesto. Könnt ihr einfach ganz mit reinlegen. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir noch ein bisschen Basilikum mit dazu machen. Was nimmst du da, so 2 Hände oder was würdest du sagen? Ja, so ungefähr. Mhm. Genau, wenn ihr die Basilikumblätter hier abschneidet, wo 2 Triebe rauskommen, dann können die noch weiter wachsen und dann wird er ziemlich buschig, der Strauch. Als nächstes haben wir, da wir ja ein veganes Pesto machen, nehmen wir anstatt Parmesan Hefeflocken und Mandeln. Mandelmehl oder gehackte Mandeln, Genau. gemahlene Mandeln. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich noch hiervon habe. Insgesamt brauchen wir 80 Gramm. Gucken wir jetzt mal, was noch die Hefeflocken hergeben. Wahrscheinlich 40, oder? Ja, knapp. Genau, dann machen wir 40 so ungefähr. Mhm. So, das kommt dann mit hier rein. Dann kommen noch 80 Gramm Walnüsse mit rein. Schon. Eine liegt dahinter. Ich habe es gesehen. Ich auch. Jetzt kommt der lecker Knoblauch. 2 Zehen. So. Das war's schon. Jeder macht es anders, aber ihr wisst ja, viele Wege führen
Na, nach Rom. Ich weiß nicht, wer will denn dahin? Ob wir da landen wollen, weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen Zitrone mit rein. Wir haben hier schöne Bio-Zitrone. Nehmen wir auch ein bisschen Zeste. So, jetzt kommt noch ein Spritzer Zitrone mit rein. Dann noch ja, ein Teelöffel Himalaya-Salz. Und was hast du da noch Schönes? Hier haben wir, kann man gar nicht gut gesehen, ha? Na doch. Ja, da habe ich eine Petersilienpaste gemacht. Genau, könnt ihr super machen, um Petersilie haltbar zu machen. Ganz klein schneiden oder mixen und im Verhältnis 7:1 mit Salz einlegen. Könnt ihr ja bis zum halben Jahr im Kühlschrank lagern. Und bleibt schön von der Farbe. Und ihr habt immer frische Petersilie. Und zu guter Letzt kommt noch Olivenöl dazu. Ja, wir haben jetzt auf die Menge, machen wir erstmal 200 Milliliter. Mal gucken, wie sich es nachher verhält von der Konsistenz. Dann kommt der Deckel wieder drauf. Dann schauen wir mal, was passiert, ne? Ciao, ciao. Im Auge des Hurricanes. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, Ich glaube, ein kleiner Test. Test mal. Ja, das machen wir gern. Ja, wir haben uns entschieden, noch ein bisschen Öl drauf zu machen. Und noch einmal durchzumixen, aber schmeckt schon wirklich sehr, sehr gut. Sieht aus. Wunderbar. Ja, ich glaube, da haben wir es, ne? Dann können wir es ja jetzt abfüllen. Schaut mal, wer hier noch vorbeischaut. Unsere liebe Sonne. Darf ich den Topf auslecken? Ja, kleines Leckermäulchen, du. Oh ja. Das ist aber auch wirklich sehr lecker. Und dann machen wir es mal abfüllen. Dafür haben wir ein kleineres Wegglas genommen. Genau, könnt ihr super im Kühlschrank aufbewahren. Wenn ihr nicht alles schafft, dann immer oben eine Schicht Olivenöl drauf tun auf das Pesto. Dann hält sich das auch ja, einige Wochen im Kühlschrank auf jeden Fall. Perfekt. Wunderbar. Dann machen wir uns heute Abend direkt schön ein paar Spaghetti mit Pesto. Ich habe mir gerade sagen lassen, wir essen keine Spaghetti, sondern Nudeln. Erstmal ein bisschen. Nudeln sind fertig. Kommt noch ein bisschen Olivenöl drauf. Und ab geht die wilde Fahrt. So, meine lieben Freunde von Bunt und Pur, wir sind schon fast wieder am Ende dieses Videos angelangt. Wir tischen jetzt auf. Unser wirklich sehr leckeres Kapuzinerkresse, Brennnesselsamen, Pesto mit noch ein paar anderen Zutaten dabei. Das habt ihr ja alles gesehen. Schaut es euch an, sieht doch wunderbar aus. Und ja, wir wollen uns das jetzt gönnen. Bevor wir das tun, wünschen wir euch ja, einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart bis zum Schluss. Gebt uns gerne ein Like für das Video, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da und eine Glocke. Und auch gerne Feedback, Fragen, Impulse in den Kommentaren. Und dann sagen wir mal Gottes Segen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.